Das ist eine Kombination. Teekörperbeseitigung und Bordell. Ich mag keine Keller. Ah, Waffenschrank. Waffenschrank gab es ja auch noch. Oh, und das sieht schon mehr nach Bordell aus. Kann natürlich trotzdem sein, dass hier noch einer pennt. Einen wunderschönen und willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf meinem Kanal. Wir sind heute hier in einer alten Tierkörperbeseitigungsfirma oder Tierverwertung, wo so einige Tiere wohl hingebracht wurden, so eher die toten Tiere. Tiere mit irgendwie, ja, die eine Seuche hatten. Das Gelände, die Firma steht schon länger leer, seit 15 Jahren oder was. Und danach wurde noch ein Puff, oder ein Bordell hier betrieben, was aber nicht lange gehalten hat. Das ist eine Kombination, Teekörperbeseitigung und Bordell. Ja, was das Ganze gibt, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wir gehen auf den Gelände erstmal hier in so ein kleinen Abstellraum. Da sind echt noch viele Sachen vorhanden. Paletten, ein paar Rohre und ein bisschen Werkzeug. Da hinten auf dem Bauhelm. Die Decke kommt auch langsam hier runter. Jetzt gucken wir mal hier in die Halle, ob wir hier reinkommen. Ja, durch die Tür können wir nicht gehen, denn Wand. Natürlich schon alles abgeknipst und wie gesagt, das steht schon 15 Jahre, 16 Jahre steht das schon leer hier. Und so sieht das auch aus. Gehen wir mal um die Halle rum, denn auf der anderen Seite oder hier ist auch noch ein Eingang. Betreten der Werkstatt für Unbefugte strengstens verboten. Ich sage einfach mal, ich bin jetzt befugt dazu. Dann gehen wir hier rein. Ja. Das ist eine kleine Halle mit viel Werkzeug, aber wir gucken uns erstmal, was es hier gibt. Hier ist ein Tank und Schrott, so wie es aussieht. Ein paar Fahrzeugsitze, falls man ein paar Fahrzeugsitze braucht. Ich kann euch gerade nicht sagen, welches Auto das ist. Rahmen haben wir auch noch hier und dann oben sieht aus wie ein Lager. Hier haben wir noch ein bisschen. Eine alte Nähmaschine haben wir noch. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie eine alte Werkbank. Was haben wir für einen Tank? Das ist irgendwie ein Datum oder so. Von wann der Bauer ist, da haben wir schon ein Typenschild. Baujahr 1973. Hier kann man runtergehen, oder? Erstmal vielleicht eine Autowerkstatt. War das vielleicht einmal eine Autowerkstatt? Das kann auch gewesen sein, dass die drin war. Gehen wir mal die Treppe runter. Mal gucken, was an der Nische drin ist. Vorwärts runtergehen, die Treppe, keine gute Idee. Es riecht auf jeden Fall hier nach Öl. Ich weiß nicht, ob da Öl abgelassen wurde, das hier gesammelt wurde. Das kann natürlich gut sein. Dann gucken wir in den ersten Raum, der hier ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Erste-Hilfe-Kasten. Ist sogar noch was drin. Steht ein Datum drauf, Ablaufdatum 12/2010 abgelaufen. Das sieht aus, als wenn das ein Raum gewesen wäre. Oder ein Umkleideraum für die Mitarbeiter. Hier sind die Spinde und ja, das ist auch ein bisschen Verpackungsmaterial. Hier ist das Klo. Und wieder der Blick in die Toilette. Was ist das hingefuckelt hier? Soll das die Spülung sein mit dem Schlauch? So kann man es natürlich auch machen. Sind wir wieder raus aus dem Raum und gucken weiter in der großen Halle. Hier ist wieder so eine alte Werkbank. Ein paar Schläuche. Für Luft, Druckluft und Fotos. Kann ich euch aber leider jetzt privaten Fotos kann ich leider nicht zeigen. Was ist das hier? Wahrscheinlich zum Schweißen oder zum Stanzen, wie das aussieht. Baujahr 1980.
Hier haben wir wahrscheinlich auch wieder Lagerraum. Eine Werkzeugkiste. Eurosignal, was ist das denn? Ich weiß nicht, was es ist. Ansonsten nur wieder Schrott. Was da drinnen gelagert wurde, kann ich leider nicht sagen. So, hier auch wieder ein paar Autositze. Das würde wieder die Vermutung bestätigen, dass hier auch echt eine Autowerkstatt zeitweise drin war. Autoreifen. Tür ist leider zu. Schade, da kommt man leider nicht hoch. Ein bisschen klettern wahrscheinlich, aber ich lasse es mal sein. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Lagerhalle oder Kühlhaus. Das ist aus dieses Kühlhaus gewesen. Hier steht aber nicht mehr viel drin. Kisten sind auch leer. Ja, die kann man noch benutzen. Ein paar gute alte Dunlop-Stiefel. Wenn man die sauber macht, gehen die noch. Ansonsten stehen jetzt zwar Behälter, aber wahrscheinlich alle leer. Hier gibt es ja nicht so viel zu sehen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Desinfektionsspender. Kann natürlich sein, dass hier die Tiere irgendwie geschlachtet wurden, aber ziemlich klein dafür. Eine Identifikationskarte. Und hier haben wir das Büro. Ja, hier ist nicht so viel Spannendes, aber nicht schlimm. Alles gut. Die Halle ist ja eigentlich ziemlich groß. Könnte man eigentlich cool was draus machen. Werkstattmäßig. Aber ich glaube, das ist zu abgelegen. Und der Handyempfang ist ja auch echt nicht prickelnd. So, jetzt gehen wir in den Kühlraum. Das ist aber riecht ein bisschen komisch hier, aber jetzt habe ich noch ein Möbellager. So abgeranzt und alt sieht das hier gar nicht aus. So, jetzt gehen wir mal in das alte Bordell rein. War wahrscheinlich das Wohnhaus vom Besitzer hier, der hier die Teekörperbeseitigung betrieben hat. Und wurde nachher zum Bordell. Oh, hier hat wohl einer hingeschissen. Ja, da muss einer groß. Und das war kein Hund. Die Klopperrolle ist auch noch da. Aber den Haufen zeige ich euch jetzt nicht. Ja, hier war der Pool, der ist aber abgedeckt. So, nachdem wir den coolen Haufen draußen gesehen haben, sind wir jetzt endlich drin hier. Ja, das sieht aus wie ehemaliges Wohnzimmer. Nee, Warteraum. Hier ist ein Kamin. Und dann ist hier wohl der Eingang gewesen. Und die Theke, wo man dann bedient wurde oder wo die Damen gewartet haben. Hier sind noch Aufkleber, dass man auch sieht, dass das eine Tiefverwertung war. So, im nächsten Raum. Ist leider nicht mehr viel drin. Was wir hier spannend sind in dieser Tür. Ein paar alte Bienenmeier. Ja. Das passt natürlich auch hier rein. Nicht. Das ist ein kleines Badezimmer. So man wenigstens die Toilette hier benutzen können. Schönes bemaltes Klo. Auf und unten. Und das sieht immer noch normal aus. Und ein Ankleidezimmer.
habe ihn auch schon langsam runter. Eine CD von Logidink. USB 2.0, ja. Braucht kein Mensch. Noch ein paar alte Klamotten. Die Tür ist hier zugestellt. Geht sie auch offen? Ja, ist auch abgeschlossen. Ja, hier sind wir in der ehemaligen Küche. Unschwer zu erkennen. Aber auch schon alles sehr abgeranzt. Ja, wir gehen in den Keller und ihr wisst, wie ich auf Keller stehe. Nämlich gar nicht. Ich mag keine Keller. Der Stromkasten. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich schiebe nur mal irgendwelche Paranoia hier. Eine alte Pumpe, wahrscheinlich die Wasser hochgepumpt. Sogar noch ganz leicht Druck drauf. Und die Haarflasche ist von 2012 abgelaufen. Die ist auf jeden Fall nachträglich reingekommen. Kühlschrank. Oder Gefriertruhe. Gefrierschrank, steht da sogar. Ein Gefrierschrank. Und ein alter Safe. Waffenschrank. Waffenschrank gab es ja auch noch. Also wurden die Gewehre dann aufgestellt. Und Munition gelagert. Weiter in den nächsten Raum. Ja, wir haben ein altes Solarium. Jetzt ist die Frage, gehört das auch zum Puff? Ordner haben wir auch hier. Ja. 91 ist das älteste, was ich gerade sehe. Das Heftchen ist von 2013. Und sogar noch Disketten. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Microsoft IntelliPoint. Und viele kennen das nicht mehr. Disketten. Und ein Kalender von 2011. Das war's hier im Keller. Da ist noch ein Abstellraum, aber hier war wirklich nichts Interessantes drin. Ein Fläschchen, ein bisschen Watte. Aber sonst nichts. Gehen wir wieder nach oben. Oh, und das sieht schon mehr nach Bordell aus. Und abschließen könnte man das hier auch. Das hier ja keine Abbaut. Dann gehen wir mal rechts durch den Flur. Das ist ein Bad. Schick ist was anderes, aber auch eine große Badewanne. Und hier hat sich wohl einer ein Bett rausgebaut. Also kann natürlich auch sein, dass hier irgendeiner schläft. Ziemlich ordentlich sogar noch reingelegte Sachen. Natürlich kann es auch sein, dass hier noch jemand Obdachloses drin wohnt. Ja, das kann gut möglich sein. Denn wir werden gleich einen Raum sehen, wo die Indizien dafür sprechen, dass jemand hier haust. So, dann gehen wir in den Raum, wo wir denken, oder wo ich denke, dass hier einer schläft. Denn das sieht sehr stark danach aus. Hier ist Spinazie mit Fleeceballetjes. Auf jeden Fall Spinat mit irgendwas. Ein Kaffeekocher. Kaffeefilter. Sogar noch ein Durstlöscher. Ja, der Durstlöscher ist abgelaufen. 2017. Kann natürlich trotzdem sein, dass hier noch einer pennt. Ein altes Buch. Eine Kerze mit ein bisschen Lichterkette. Wie gesagt, ob der jetzt hier noch wohnt, man weiß es nicht. Kann natürlich gut sein, dass er für einen Obdachloser oder einer, der irgendwie durch die Weltgeschichte wandert, optimal hier so ein Haus. Ne? Hast du da eine Ruhe, hier kommt eigentlich nie einer hin, außer die Ölwechser. Und er kann die Tür hier sichern. Dann geht es auch wieder auf den Dachboden. Hier haben wir ein bisschen Schrott. Der Dachboden ist wirklich sehr gut in Schuss. Was haben wir hier? Ein altes, mit viel Papier und ein altes Klavier darunter. Und sonst weiter nichts Großartiges. Ich würde mal sagen, wir sind hier soweit durch mit dem ganzen Gelände, mit der Teekörperbeseitigung und dem Bordell und ehemaliges Wohnhaus. Ich würde mich natürlich über jeden Abo freuen, jeden Daumen hoch. Gerne nehme ich sowas an.
ansonsten bleibt hier nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Also Leute, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil.